Ich kann jetzt nicht sagen, grundsätzlich rede ich nicht über Sexspielzeug oder grundsätzlich rede ich nicht über Politik. Es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf die Situation, aufs Thema an. Ich glaube, der Fehler beginnt einfach, dass viele kein Research machen oder gar nicht auch erst gucken, was macht der überhaupt. Also die haben halt ein Budget, kommen auf einen zu, haben vielleicht das letzte Video gesehen oder den letzten Instagram-Post und bauen darauf die ganze Kampagne auf, ohne zu wissen, was war vor einem Jahr, was hat der vorher gemacht. Also viele haben gefühlt auch gar keine Lust oder Zeit, sich mehr zu informieren. Das ist einfach schade. Die haben wahrscheinlich noch so ein Restwerbebudget und dann denken die, wo können wir das so hinschieben? Und dann, ach, der sieht sympathisch aus, aber das ist halt nicht alles, ne? Ich kriege immer noch Mails, die mir genau vorgeben, was ich im Video zu sagen habe und wie es auszusehen hat, was für mich gar nicht geht. Ich kriege immer noch Mails, wo ganz klar ist, dass sie meinen Kanal nicht kennen und nicht wissen, was auf meinem Kanal los ist, was grundsätzlich nicht so ist, dass ich so, ach, ich bin Künstler, man muss mich bitte kennen, aber wenn da steht, liebe Bella, dann ist immer so ein bisschen dein letztes Video und dann fügen die irgendeinen Link ein, ist so, Leute, also verarschen lassen mag man sich auch nicht. Ich habe ein Problem damit, wenn Marken kein Vertrauen haben. Wenn man merkt schon in der Kommunikation, dass entweder nicht richtig kommuniziert wird oder einfach so kommuniziert wird, dass du das Gefühl hast, die haben überhaupt kein Vertrauen in mich und dann finde ich, ist YouTube die falsche Plattform. Muss halt passen, weil ich glaube, sonst bringt es mir nichts und auch der Firma nicht, dass halt die Firma sagt, okay, es hat mir jetzt gar nichts gebracht, weil es halt nicht die Zielgruppe ist und mir bringt es nichts, weil halt meine Zielgruppe dann kaputt geht, weil sie halt sagen, okay, passt überhaupt nicht. Immer danach, ob ich die Marke persönlich ansprechend finde und ob ich sie benutze oder auch benutzen würde und ob ich die Marke gut in meinen Content eingebaut kriege. Manchmal gibt es Marken, die ich mega cool finde, aber die ich nicht in den Content reinkriege, ohne dass es irgendwie holprig wirkt oder keinen Mehrwert hat für die Zuschauer letztendlich. Und das sind so meine zwei Hauptaugenmerke. Ja, inzwischen gucke ich, dass es auch eher auf eine langfristige Geschichte geht, einfach wegen der Authentizität. Gerade im Fitnessbereich und Sportbereich ist es wichtig, dass man eine gewisse Vertrauensbasis auch zur Community hat. Wenn man alle 3 Wochen ein neues Produkt irgendwie empfiehlt, dann ist das nicht so cool. Andererseits ist natürlich da auch so ein bisschen ja, die Herkunft der Produkte für mich entscheidend. Also ich bin wirklich jemand, der dann auch dahin fährt oder hinfliegt. Ich war bei der Produktion in England, ich war zum Beispiel jetzt bei der Molke, bei Müllermilch, habe mir dann die Molkenproduktion angeguckt und ich will dann inzwischen auch wirklich sicher gehen, dass das safe ist, was ich da anwerbe. Also grundsätzlich würde ich jetzt erstmal nichts ausschließen. Es kommt immer darauf an, wie die Marke kommuniziert auch, was es für ein Produkt ist. Ich kann jetzt nicht sagen, grundsätzlich rede ich nicht über Sexspielzeug oder grundsätzlich rede ich nicht über Politik. Es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf die Situation, aufs Thema an. Ich glaube, ich bin inzwischen aus dem Alter raus, dass ich irgendwie oberkörperfrei durch irgendwelche Supermärkte renne oder sonst was. Das habe ich vielleicht vor 10 Jahren noch gemacht, da war es noch lustig. Aber inzwischen bin ich da auch irgendwo erwachsen geworden und selektiere da ein bisschen.